Hier haben wir den kleinsten KTM-Rahmen, der M. Und den können wir halt hier, ist nicht das Fach zum Laden, sondern tatsächlich das Akkuschlossfach. Ne? Das heißt, hier können wir einfach aufsperren und den Akku entnehmen. Das ist eine feine Geschichte, weil viele Hersteller drehen ja den Motor oder haben den Akku sogar fest verbaut. Und das ist halt, wo man sagen muss, bei KTM echt gut gelöst. Hi Leute, ich bin der Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad. Das ist der Tobi. Und heute haben wir mal endlich wieder ein schönes EMTB-Fully für euch mit einem riesen Akku von unserer neuen Marke KTM, und zwar das Capo 7973. So, Tobi, was haben wir hier wieder Schönes? Ein richtig ordentliches 160 mm Trail-Monster eigentlich, oder? Ja, also All Mountain ist eigentlich schon zu wenig gesagt bei 160 mm Federweg vorne und hinten. Aber wir sind halt tatsächlich noch so, ja, Mittelklasse eigentlich von der Ausstattung, vom Preis her, aber trotzdem halt massiv viel Federweg. Das ist eine Kombi, also wir sind hier bei 5.299 €. Mit so viel Federweg, das gibt es eigentlich sonst nicht, ne? Nee, das ist selten. Und da hat KTM mit ihrem Einstiegsmodell, sage ich mal, was trotzdem aber schon eine gesunde Einstieg zur Mittelklasse eher ist, schon ein Top-Modell, wo man halt bei einem Preispunkt von knapp 5,3 einen dicken Akku kriegt, 750 Watt, natürlich neues Bosch 3-System, mit echt viel Federweg, wo man halt nicht nur die Touren fahren kann, sondern auch mal ein bisschen heftiger ans Gelände kann, weil man halt wirklich noch ein bisschen Puffer hat, dass man halt auch mal einen kleinen Drop halt holen kann oder halt mal ein bisschen dickere Schlaglöcher. Ne? Genau, und was dann zu dem Konzept auch gleich passt, ist die Bremsanlage. Wir haben 4 Kolben Deore vorne wie hinten. Also das ist dann halt, ja, schon obere Mittelklasse. Die beißen richtig stark zu. MT410, ja. Also das ist schon eine coole Geschichte. Ich glaube 200 vorne und hinten, ne? Auf jeden Fall vorne, hinten, ja doch auch. 203 mm, ne? Also mit denen könnt ihr gut verzögern, überhitzen nicht so schnell und macht einfach Spaß im Gelände, weil ich fahre selber die Deore XT, also nochmal der größere Bruder davon, die sind einfach top. Also schöner Hebel und die sind, man hat eigentlich nie Probleme damit, weil sie sind leise und ich weiß gar nicht, wie lange ich meine jetzt schon fahre, bis ich da mal was wechseln musste. Also sind schon sehr gute Bremsen. Dann, was haben wir noch Feines hier? Das Fahrwerk ist auf jeden Fall interessant. Wir haben eine RockShox Silver mit 35er Standrohren. Federweg haben wir ja schon gesagt, 160 vorne wie hinten. Der Dämpfer, den finde ich tatsächlich auch interessant. Ein Sandtour mit Piggyback sieht man so tatsächlich eher selten. Tri-Air, ja, haben wir wirklich sehr selten bis jetzt gehabt. Ne? Genau, bei dem Tri-Air muss tatsächlich der Ausgleichsbehälter separat noch mit Luft befüllt werden für den Gegendruck. Das sollte man dann tatsächlich beachten, aber dazu vielleicht mehr, wenn das Rad wirklich in die engere Auswahl kommt. Ansonsten von der Schaltung her haben wir eine SRAM SX verbaut mit 12 Gängen, also wieder die volle Bandbreite. Die ist nicht ganz so feinfühlig wie jetzt eine NX oder eine GX, könnte man im Zweifelsfall aber auch nachrüsten, wenn es da dann mehr sein soll. Ich meine, wir haben ja einen Preispunkt, wo man durchaus noch ein bisschen, ja, mitarbeiten kann. Ja, was ich ja auch cool finde, KTM verbaut den Selle Italia, den neuen Model X Flow-Sattel. Habe ich jetzt mal ein bisschen bei der Probefahrt getestet, fühlt sich richtig gut an. Sieht auch abgefahren und spacey aus, aber da muss man halt mal noch einen Langzeittest abwarten, ob der richtig komfortabel ist. Es fühlt sich auf jeden Fall mal so an, weil er sieht unkomfortabel hart aus, ist aber hier mit einem sehr dicken, weichen Gummi. Und hier schön flacht er sich auch noch so ein bisschen ab. Recht sportlich, hier noch die Aussparung, ne? Und ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht hat ja einer von euch schon den Sattel, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie der so performt auf so einer 2-3 Stunden Tour. Ne? Aber ist jetzt hier auch mit dabei. Und eine Dropper darf natürlich, also absenkbare Sattelstütze darf natürlich nicht fehlen, ist hier auch natürlich mit verbaut. Mit einem Shimano Trigger. Wenn wir so ein bisschen auf die Details gucken, da fällt auf, dass bei KTM, wie wir das bei anderen von unseren Premium-Marken auch haben, schon richtig gute Komponenten verbaut werden. Also die Ergon-Griffe sind ja schon serienmäßig mit dabei. Das ist schon ein Detail, was nicht selbstverständlich ist und was richtig Spaß macht, so als Fahrradhändler, wenn man halt sieht, okay, hier ist wirklich ein Komplettpaket.
Was man vielleicht auch gleich sieht, wenn man hier aufs Cockpit guckt, wir sehen die Bosch Remote, aber wir haben kein Display verbaut. Und das ist halt so ein Punkt, gefällt nicht jedem, ist aber dank dem neuen System überhaupt kein Problem nachzurüsten. Also wenn ihr hier sagt, okay, das Smartphone soll mein Display werden oder es soll dann halt das Kiox 300 werden oder das Nachfolgemodell davon, das lässt sich hier ohne Probleme nachrüsten. Kostenpunkt für so ein Kiox, was jetzt so ein klassisches Mountainbike-Display wäre, mit dem Umbau sind wir wahrscheinlich so irgendwo um die 180 €. Mit allem aber, ne? Genau, also mit Einbau, mit Kabel, mit Haltearm. Das ist tatsächlich dann was, wenn man es haben möchte, kann man es leicht nachrüsten, aber wird eben nicht von Haus aus jetzt dazu quasi genötigt, das Display zu fahren, weil KTM sagt halt, okay, grobes Fahrrad fürs Gelände, da braucht gar nicht jeder ein Display, weil mit der Remote haben wir ja auch so ein paar Grundanzeigen, also Akkustand in 10er Schritten, ja, unsere Unterstützungsstufe farblich kodiert, wo wir dann schon so ein bisschen wissen, wie wir gerade unterwegs sind. Was halt fehlt bei so einem Display, oder Nicht-Display bei der Remote, ist eben die Geschwindigkeitsanzeige und so Details eben. Ja, ist wie gesagt nachrüstbar und dann kann man sich halt auch aussuchen, ob man einen Smartphone-Grip halt haben will. Das Grip selber kostet 50, das Display liegt auch in der Sphäre. Klein theoretisch könnte man sich auch aus Intuvia 100 drauf machen, wäre jetzt aber das falsche Display oder nicht das so das absolut passendste. Wenn man jetzt natürlich nur so ein Tourenfahrrad halt holen will, was halt einfach optisch und sportlich ein bisschen aggressiver aussieht, kann man da natürlich sich auch ein Intuvia 100 drauf machen. Ja, ansonsten ist das halt eine schöne Geschichte halt auch mit den bereits erwähnten GA20 Griffen von Ergon, weil man halt schon wertigen Griff hat. Wo man halt jetzt ein bisschen gespart hat, wo ich auch auf jeden Fall oder wir halt empfehlen, dass wir da upgraden, ist ein ordentliches Pedal, weil hier haben wir einfach irgendwelche Alu-Pedale. Ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Reicht zwar vielleicht für die Sonntagstour zur Eisdiele, aber wenn man ein bisschen ins Gelände will, fehlen da so ein bisschen die Griffpunkte, die Pins, die den Schuh ein bisschen stabilisieren und halt das Abrutschen verhindern. Ja, das sind glaube ich sogar Erstausstatterpedale von uns, also mehr oder weniger ein Demo-Pedal. Wenn es da was Besseres sein darf, verbauen wir die natürlich gerne. Was mir auch sympathisch ist, ist die Bereifung, wie die gewählt ist, beziehungsweise generell auch die Laufräder. Vorne haben wir jetzt 29 Zoll x 2,6, hinten haben wir 27,5 x 2,8, also ja, mittlerweile schon klassisch Mallet fürs Gelände. Die Reifenmischung, die gewählt wurde, ist hier eine eher harte, also der Standard-Compound von Schwalbe. Das heißt, hier kann man auch ohne Probleme noch die Straße mitfahren. Ich würde es tatsächlich noch ein bisschen umrüsten, wenn ich es jetzt persönlich im Wald fahren würde, würde ich wahrscheinlich vorne Soft oder Ultrasoft fahren, hinten Speed Grip, aber da hat ja jeder seine eigenen Vorlieben. Hier ist erstmal Standard ausgerüstet. Ja, also hinten 70 mm Reifen ist schon eine dicke Nummer, damit hat man wirklich Grip immer, wenn man bremst, wenn man beschleunigt. Und vorne reicht es halt absolut, die 65 mm sind ja auch schon ziemlich breit, da kann man halt ganz gut steuern und manövrieren. Da ist natürlich eher so ein Hans Dampf in der weichen Mischung oder ein Magic Mary in der mittleren Mischung eigentlich so für die Leute, die es ein bisschen mehr krachen lassen wollen, ein Flowtrail, irgendwo hinfahren, im Wald, schnell fahren, natürlich die bessere Wahl. Jo, was auf jeden Fall bezeichnend auch ist für KTM oder was für KTM halt spricht und halt auch so ein USP fast schon ist, ne? Ist halt, dass der Akku komplett entnehmbar ist, auch bei einem kleinen Rahmen, wie wir es hier haben. Hier haben wir den kleinsten KTM-Rahmen, der M, und den können wir halt hier, ist nicht das Fach zum Laden, sondern tatsächlich das Akkuschlossfach. Ne? Das heißt, hier können wir einfach aufsperren und den Akku entnehmen. Das ist eine feine Geschichte, weil viele Hersteller drehen ja den Motor oder haben den Akku sogar fest verbaut. Und das ist halt, wo man sagen muss, bei KTM echt gut gelöst. Man kann hier die Kappe abnehmen und den Akku schön entnehmen. Und der liegt dann da drin mit so einem kleinen Haltegriff. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert, dass wir den mal rausnehmen sollen. Und generell haben wir jetzt oft in vielen Videos gemacht, deswegen lassen wir das jetzt gerade. Aber wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr das ja gerne mal reinschreiben. Auch noch ein cooles Detail zur Optik, wenn du mal kurz nach vorne guckst hier. Wenn du mal hier drauf guckst, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so gut sieht hier im Oberrohr. Was sehen wir da, Tobi? Ja, man sieht halt tatsächlich das Machina, also ja,
Signature-Schriftzug für die E-Bikes von KTM, sieht man da so in der Schraffierung mit hinterlegt. Also haben wir die komplette Modellbezeichnung quasi im Oberrohrdesign. Finde ich eigentlich ganz schick gelöst. Also ist nicht zu aufdringlich, finde ich, ja, ist einfach cool designt. Und man fühlt das hier auch noch so ein bisschen haptisch, ne? Hat man da so. Ja, ist einfach ein schönes Rad, ein schöner Rahmen, ne? Wo man halt für einen Preispunkt gut einsteigen kann, wo für die meisten Leute auch reicht. Also selbst wenn ich hier im Turbo alles aus dem CX raushaue, ne? Klar, wir haben Bosch Performance CX in der neuesten Generation mit dem Smart-System. Selbst wenn ich hier den Turbo reinhaue und nicht 100 Kilo wiege, da werde ich meine 60, 70 Kilometer trotzdem kommen. Ne? Also das Ding ist ein Powerhouse, das ist ein absoluter Megatorpedo. Das Ding ist halt so ein Kamerad. Also wenn ihr nur noch Spaß haben wollt, Gas geben wollt, dann ist das perfekte Rad, oder? Ja, also das perfekte Spaßrad ist vielleicht die Pointe von dem Ganzen. Wirklich richtig ordentlich ausgestattet für den Preispunkt von guten Markenhersteller. KTM dürfte ja wirklich vielen ein Begriff sein. Also mir macht das Ding richtig Spaß und ich bin mal gespannt, wie es bei euch ankommt. Zu guter Letzt noch hier, ne? Wir haben hier auch noch für die Leute, die jetzt denken, ah, jetzt habe ich den Ladeport nicht, ne? Ich habe den natürlich hier an der Seite auch. Ne? Also ihr könnt das Rad, wenn ihr nicht den Akku da immer wieder raus friemeln wollt, was eigentlich schon ziemlich einfach ist, aber kann ich das Rad auch in der Garage direkt da aufladen. Nicht, dass das jetzt irgendwie für Irritation oder für Missverständnisse sorgt. Genau, und da, wenn ihr noch irgendwelche sonstige Detailfragen habt, könnt ihr das ja gerne schreiben. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt oder nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr mal einen Termin bei uns machen wollt, ne, bei uns im Laden mal anrufen oder uns eine Mail schreiben. Wurden wir jetzt auch schon öfters gefragt, wie erreicht man uns eigentlich, weil viele jetzt bei YouTube schreiben. Hier sind unsere Kontaktdaten, hier haben wir QR-Code, ich weiß nicht, ob der über die Kamera geht, oder halt einfach uns im Laden anrufen oder eine Mail schreiben. Ne? Und auf der Homepage stehen auch die ganzen Kontaktdaten. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, euch noch eine gute Fahrt und bis zum nächsten Video, oder? Bis zum nächsten Video. Ciao.